Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Live-Video über Gala. Wir sind auf der japanischen Website vom Gala-Konzern und es gibt endlich wieder News. Es gab nämlich monatelang richtiges Totschweigen und das hat jetzt tatsächlich auch Konsequenzen. Also nicht das Totschweigen selbst, aber generell, wie Gala Informationen weitergibt, weil das ist so gesetzlich nicht ganz erlaubt. Da gibt es nämlich Fristen und so weiter, die man einhalten muss, oder gibt es gewisse Vorgaben, die man einhalten muss, Gesetze, wie in Deutschland auch. Und Gala hat das da hier und da nicht ganz so genau genommen und musste jetzt auch eine saftige Strafe tatsächlich zahlen, weil sie das nicht so genau genommen haben. Und will gar nicht so sehr ins Detail gehen. Ich habe mir das jetzt ehrlich gesagt nicht durchgelesen. Das ist japanische Steuergesetze. Sorry, die lese ich mir jetzt nicht durch, um den Kontext zu verstehen. Jedenfalls haben sie gegen Artikel 504 Paragraph 1 verstoßen und müssen jetzt nach Artikel 509 Paragraph 1 eine 20 Millionen Yen Strafe zahlen. Und die Begründung und so weiter kann man sich hier durchlesen. Ist tatsächlich sogar relativ verständlich, wenn man es auf Deutsch übersetzt. Also der Text ist natürlich eigentlich aus dem Japanischen übersetzt. Also hier sind so ein bisschen die Kernpunkte aufgelistet, aber ihr seht schon, das ist relativ viel. Also wer faul ist, könnte sich mit ChatGPT wahrscheinlich vorlesen lassen oder zusammenfassen lassen. Aber nur um hier mal einen Einblick zu geben, was denn so vorgeworfen wird oder was sie halt nicht gemacht haben. Obwohl der Schwerpunkt des Unternehmens auf dem Spielegeschäft lag, gab es keine Buchhaltungsrichtlinie für die Spieleentwicklungskosten und das Management war sich nicht bewusst, dass die Möglichkeit falscher Buchhaltungsentscheidungen bestand. Verlassen Sie sich bei Buchhaltungsentscheidungen ausschließlich auf den Buchhaltungsleiter bezüglich der Aktivierung von Spieleentwicklungskosten. Der Vorstand des Unternehmens hat keine Entscheidungen bezüglich des Spielegeschäfts getroffen und wichtige buchhalterische Behandlungen wurden nicht ausreichend berücksichtigt und diskutiert. Und dann geht es noch um Budgetsachen und solche Geschichten. Also wie gesagt, ihr könnt euch das durchlesen, wenn es euch so sehr interessiert. Ist aber eigentlich egal, weil das sowieso schon teilweise sehr weit in der Vergangenheit liegt. Also wir reden hier von Sachen, die schon tatsächlich sehr weit in der Vergangenheit liegen, noch lange vor Live Universe. Ist also eigentlich nicht mehr so wirklich relevant. Interessant ist halt die Strafe, die sie zahlen müssen. Tagesaktuell sind das 122.820 Euro. Das sind 20 Millionen Yen. Das ist schon ganz schön viel Geld. Also es ist jetzt kein Weltuntergang, aber ich meine, das ist schon Geld, was du jetzt eher nicht so gerne abdrücken würdest, wenn du es nicht musst. Und hätte man anscheinend ja auf jeden Fall vermeiden können, wenn man sich an alle Vorgaben und Richtlinien gehalten hätte, was sie halt nicht gemacht haben. Und jetzt gibt es halt eine Strafe. Wobei ich finde, dass das dafür, dass es schon so lange her ist und so, wenn man noch so an Säumniszuschläge und solche Geschichten denkt, ist das sowieso noch verhältnismäßig wenig, weil wenn das schon 4, 5 Jahre zurückliegt, hätte das noch viel schlimmer werden können. Also vielleicht das Doppelte sogar, wenn da noch entsprechende Gebühren, Verzögerungskosten und so weiter dazukommen würden. Aber naja, egal. Dann, das ist die Website, wie gesagt. Hier sind die ganzen Infos. Hier sieht man halt, die letzten Updates waren aus dem Oktober. Und jetzt ist im November und im Dezember eben noch ein bisschen was abgegangen. Deswegen kann ich jetzt endlich mal wieder ein Video drüber machen. Dann interessieren uns ja immer die Einnahmen von Live Universe und Gala muss uns diese Einnahmen ja auch tatsächlich offenlegen und endlich haben sie es wieder getan. Und für das erste Halbjahr 2024 haben wir jetzt die Daten und momentan ist Live Universe immer noch das einzige HTML5-Game, das HTML5-Game-Business. Leider wird sich das bald ändern und ja, wir werden dann irgendwann nicht mehr so ganz genau sagen können, was tatsächlich jetzt nur von Live Universe erwirtschaftet wird. Wobei sie es hier tatsächlich teilweise sogar noch reinschreiben. Also wir können es dann schon noch nachvollziehen, aber da muss man sich wahrscheinlich selber ausrechnen. Also hier in diesen ganzen Texten und so steht es nochmal ein bisschen genauer drinnen. Jedenfalls, momentan können wir das noch hier einfach ablesen, weil Live Universe momentan zumindest noch das einzige HTML5-Game ist, das sie haben. Und man sieht schon hier, das Gesamtergebnis im ersten Halbjahr waren quasi, das sind 1.202.689.000, also quasi Milliarde dann. Und davon ist knapp die Hälfte, bisschen weniger als die Hälfte, ich glaube 44% waren es oder so, ist nur Live Universe. Und dann kommt natürlich noch Live PC oben drauf. Live PC ist hier oben dabei bei Online Game Business, also Live PC und Rappels PC sind diese Summe hier. Das heißt, alleine Flive und Flive Legacy kommt auch noch dazu. Also alleine Flive macht weit über 50% des gesamten Unternehmens aus. Also schon sehr hoch. Und wie viel ist das? Diese 557.706 mal 1000. Das sind 3,4 Millionen Euro. Also Gala hat quasi im ersten Halbjahr, Januar 2024 bis Juni, also 30.06.,
3.424.872 Euro gemacht. Pi mal Daumen, Währungsschwankungen, Umrechnungskurse, pipapo. Aber ja, fast 3,5 Millionen Euro kann man wohl pauschal sagen. Also schon nicht so wenig, aber wenn man es zum Release-Jahr zurückdenkt, da haben sie in einem halben Jahr knapp 20 Millionen gemacht, ist es schon natürlich deutlich, deutlich weniger geworden. Genau, interessant ist auch, dass in diesem Zeitraum ja tatsächlich auch schon die erste Hälfte des FEC-Servers liegt, aber anscheinend hat sich der FEC-Server dann doch erst in den Folgemonaten ausgewirkt. Also der FEC hat ja im Mai gestartet, also Hälfte vom Mai und Juni, das sind 1,5 Monate und vor allem der Release. Dachte ich persönlich, dass da eigentlich mehr Auswirkungen sind. Aber wir gucken uns gleich noch die zweite Hälfte des Jahres können wir uns noch nicht angucken, weil der Report bis Dezember, der ist ja noch nicht draußen, den kann man ja erst erstellen, wenn das Halbjahr vorbei ist. Aber wir haben den Report bis zum September, also zumindest bis zum 3. Quartalsende. Und nur das 3. Quartal tatsächlich hat ein deutlich besseres Ergebnis auf dem Papier als das erste Halbjahr sozusagen. Oder als die beiden Quartale im ersten Halbjahr. Und das hier ist der Report, den fürs 2. Quartal und fürs 3. Quartal haben sie beide am 12. November veröffentlicht. Was irgendwie wahrscheinlich auch schon, also ich glaube, das hängt mit dieser Investigation zusammen. Die wurden ja, wie gesagt, untersucht und da kam dann eben auch diese Strafe zustande und so. Ich glaube, deswegen hat sich das hier verzögert. Weil ansonsten ist das, glaube ich, auch schon wieder irgendwie ein Verstoß, dass du deine Sachen einfach mal Monate oder ewig viel zu spät veröffentlichst. Also könnte ich mir auch vorstellen, dass es da irgendwann mal Ärger geben könnte. Aber gut, in dem Fall war es wahrscheinlich gerechtfertigt und wird wahrscheinlich keine Konsequenzen mit sich ziehen. Trotzdem blöd, dass es so lange gedauert hat. Aber hier kommen wir eigentlich zum Sales Breakdown. Das ist für uns das Interessanteste als Gamer. Wir haben hier 63% im 3. Quartal. Wie gesagt, das ist komplett FEC in diesem Zeitraum. Wir haben den vollen Juli, voll FEC. Wir haben den vollen August, voll FEC. Und wir haben den vollen September, voll FEC. Also die 3 kompletten, das ist der volle FEC, das volle FEC-Quartal. Das einzige Quartal, in dem nur FEC stattfindet. Und man sieht, wie gesagt, das Ergebnis sofort. 63% ist nur Flive Universe, weil es momentan, wie gesagt, noch das einzige HTML5-Game ist. Dann haben wir Flive PC und Rappels PC immer noch 16%. Also ich finde es so verblüffend, dass Rappels Online und Flive PC, dass die immer noch so viel Kohle machen, obwohl da ja eigentlich fast nichts mehr passiert gefühlt. Also es ist wirklich crazy. Und Flive Legacy zusammen mit den anderen Apps auch nochmal 14%. Also Flive ist riesig. In diesem Quartal hat Flive wahrscheinlich über 70% des gesamten Umsatzes erwirtschaftet. Also das ist abnormal. Über 70% des gesamten Unternehmens ist richtig krank. Und wie viel Geld ist das? Ja, ich habe es natürlich ausgerechnet. Also 63% von 598 Millionen Yen sind 371 Millionen Yen. Und das sind allein in diesen 3 Monaten 2,2 Millionen Euro. Jetzt denken wir zurück. Was waren es vorhin? 3,4 Millionen in 6 Monaten. Und jetzt sind es 2,2 Millionen in 3 Monaten. Da sieht man tatsächlich jetzt mal gut den Impact vom FEC-Server, weil hier ist zwar auch FEC mit drin, in 3,4 Millionen ist auch FEC mit drin, wie gesagt, diese 1,5 Monate. Aber trotzdem, obwohl es der doppelte Zeitraum ist, sind es nur 3,4 Millionen und hier haben wir 2,2 Millionen, was halt deutlich mehr als die Hälfte ist quasi. Und ja, mal gucken, wie dann das letzte Quartal noch wird. Das müssten dann Minimum 1,2 Millionen sein, damit es das gleiche Ergebnis ist oder halt mehr. Ich gehe mal davon aus, es wird mehr sein, weil da dann ja auch noch ein Teil FEC war bis 24. Oktober plus neues Update plus Weihnachten und so. Das sind, denke ich mal, auch starke Monate auf jeden Fall. Da werden die Einnahmen jetzt nicht wirklich sinken, vermute ich mal. Also zwar niedriger als FEC, aber jetzt nicht generell sinken, sondern wahrscheinlich eher gleich bleiben. Und dann werden es wahrscheinlich irgendwas 3,6 Millionen oder mehr sein. Und ja, schon sehr interessant auf jeden Fall. Und dann wäre natürlich noch interessant, so ein bisschen, was macht Gala momentan, woran arbeiten sie, was sind so aktuell die Richtungen. Und das haben wir hier unten. Habe ich auch schon wieder Video gemacht, neues Flive PC. Geht an den Start in China tatsächlich mit Best Kirin Global 3975.com, so eine Gaming-Plattform für Hongkong, Macau, Taiwan und eben Festland China. Und ja, ist interessant, dass sie hier quasi einen Konkurrenten irgendwo anbieten. Also Festland China ist hier tatsächlich nicht genannt, also bei den Service Areas. Aber es ist eine chinesische Plattform. Also ich gehe mal davon aus, wenn du in China wohnst, kannst du da easy spielen. Also ich denke nicht, dass es da so große Hürden geben wird. Weiß ich aber auch nicht sicher. Kann ich mir nur vorstellen eben. Jedenfalls bieten sie halt einen Konkurrenten an. Für das chinesische Flive finde ich ganz interessant, dass sie sich das trauen, weil ich denke mal, Leute, die in Hongkong, Macau oder Taiwan wohnen, spielen wahrscheinlich auch dieses Flive. Sehr wahrscheinlich sogar.
Und ja, gibt dann quasi zweimal Flive dort, aber es kann Gala ja letztendlich egal sein. Sie verkaufen ja im Endeffekt nur die Lizenz. Und ob das dann ein Erfolg wird oder nicht, wird ihnen wahrscheinlich relativ egal sein. Ist halt wieder Fettkohle, die sie mit Flive PC verdienen können, ohne dass sie wirklich was riskieren oder irgendwas tun müssen. Und eine weitere Firma, by the way, habe ich ja wie gesagt ein Video drüber gemacht, weil das alte Taiwan Flive, das war nur Taiwan, ne, wobei das war auch Hongkong und Macau, aber das war genau dieses Service Area, ist erst vor kurzem offline gegangen von Daijim. Im Juni ist das offline gegangen, also erst vor einem halben Jahr, und jetzt geht schon wieder das nächste an den Start in dem gleichen Area quasi. Also einfach nur ein neuer Publisher quasi und die Spieler müssen wieder von Null anfangen. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das gut funktionieren wird, dass das bei irgendjemandem gut ankommen wird. Vielleicht hat 3975 eine bessere Vermarktungsstrategie, eine größere Audience, viel mehr Player und so, keine Ahnung. Aber es wird höchstwahrscheinlich wieder floppen. Also du kannst nicht den Leuten das Spiel geben, 2 Jahre laufen lassen, dann nimmst du es offline und dann startest du neu quasi und erwartest, dass die Leute dann alle wiederkommen. So funktioniert das nicht. Also das denke ich nicht, dass das gut ankommen wird. Dann dieses Metacampus-Business, das ist tatsächlich sehr interessant. Also interessiert uns als Flive-Spieler jetzt wahrscheinlich eher weniger, aber grundsätzlich ist es eigentlich tatsächlich ein ziemlich interessantes Thema. Und zwar kann man da virtuell Universitäten und Schulen besuchen. Das ist vor allem in Japan ist das und in China ist das tatsächlich, also in Asien generell, ist das ein Thema, weil dort tatsächlich, also vor allem in Japan habe ich da mal so einen Bericht gelesen, dass es da tatsächlich Leute gibt, die so krass, also entweder wegen Krankheiten, das gibt es auch, aber tatsächlich auch einige Leute, die so sozial eingeschränkt sind, also die haben quasi überhaupt keine Möglichkeit mit anderen Leuten sich connecten, die hocken nur den ganzen Tag daheim und so, und das sind wirklich so psychische Krankheiten, die da wohl auch anerkannt sind irgendwo bis zu einem gewissen Grad. Und diese Leute können quasi nicht in die Universität gehen, weil da zu viele Menschen sind und die das nicht packen würden psychisch. Und damit solche Leute auch studieren können und so, haben die quasi oder arbeiten die momentan in diesem Meta-Business, also unter anderem eben auch Gala, dass Leute quasi virtuell eine Hochschule besuchen können, eine Universität besuchen können und da dann ihren Abschluss machen können, dass sie dann auf dem Arbeitsmarkt mit diesem Abschluss tatsächlich arbeiten können. Also vermutlich dann auch von zu Hause aus größtenteils. Aber ja, ist echt crazy. Also eigentlich tatsächlich ein ganz interessantes Programm. Und ich denke mal, es wird sich auch an Leute richten, die halt noch ganz abgespacedere Krankheiten haben. Also nicht nur psychisch, sondern auch physisch wahrscheinlich und so. Also es ist eigentlich ein ziemlich interessantes Thema. Aber interessiert uns jetzt natürlich als Flive-Gamer jetzt nicht so heftig. Dann hier so eine kurze Zusammenfassung von Flive World Championship. Aber da haben wir uns auch schon intensiv damit beschäftigt. Der nächste Punkt wäre das, was mich am meisten interessiert hätte. Also nicht unbedingt Mobile App Business, aber so, was sie momentan noch planen und so weiter. Hier ist nur eine Overview, was halt momentan so diese Mobile Apps machen. Flive Legacy läuft einfach weiter, da gibt es keine News. Natürlich gibt es da keine News. Und dieses Windwalk und das andere Dingenskirchen, das läuft auch weiter, aber das ist auch für uns ziemlich irrelevant. Die App gibt es auch, glaube ich, in Europa gar nicht. Die ist hier nicht zugelassen, interessanterweise. Und hier der wichtigste Aspekt, in Development. Also was machen sie tatsächlich gerade? Und sie arbeiten immer noch an Rapids Universe und sie arbeiten an einem zweiten HTML5-Game. Das ist das, was ich die ganze Zeit gesagt habe, dass wir in der Zukunft nicht mehr ganz so genau sagen können oder uns ein bisschen mehr Mühe machen müssen, um die genauen Einnahmen von Flive Universe zu erfassen, weil bisher ist halt einfach nur der fette Block HTML5, zack, fertig, das ist Flive Universe. In Zukunft wird dieses Anipeng dazukommen. Anipeng 3 wird auch ein HTML5-Game werden und ja, hat wohl auch eine relativ große Fanbase mit 7 Millionen Daily Users und 2 Millionen Concurrent Users. Das kann ich mir exakt fast gar nicht vorstellen, aber anscheinend ist das ein Riesending. Irgendwo in Asien. Und ja, wenn das dazu kommt, dann wird es auf jeden Fall für uns schwieriger zu erfassen. Aber wird auch interessant sein. Vielleicht wird das Game Flive vom Thron stoßen. Vielleicht ist das dann der neue Spitzenreiter in Galas Business. Glaube ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht. Also die Zahlen sagen, es wird der neue Spitzenreiter, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Das 2 Millionen Concurrent Users, das ist halt geistesgestört viel. Also Flive Universe hat wahrscheinlich so 10.000 oder so. Also das kann ich mir echt nicht vorstellen. Egal. Und das andere ist hier eben Rapids Universe. Und das ist auch ganz interessant, weil das so ähnlich ist wie diese Flive NFT-Server, die sie ja mal machen wollten eigentlich. Sie wollten auch mal einen koreanischen Flive-Server rausbringen. Das ist bisher auch noch nicht passiert. Das ist alles schon 2 Jahre her. Egal, jedenfalls bei Rapids Universe ist ja die aktuelle Begründung und das war auch die Begründung bei dem Flive NFT-Servern oder dem NFT-Game, wie auch immer. Is currently in development. However, as the South Korean government is in the process of establishing legal frameworks for cryptocurrency, we are awaiting legal and tax regulations regarding the in-game cryptocurrency within
South Korea. As a result, the development and service launch have been delayed. Das heißt quasi, irgendwas in der Gesetzgebung in Korea wird sich in Bezug auf Cryptocurrency und Steuern und so weiter und allgemeine Beschränkungen und Regeln, die man da berücksichtigen muss und an die man sich dann halt halten muss natürlich. Das ist momentan halt quasi im Umbruch oder da kommt halt was Neues und darauf müssen sie warten und deswegen passiert da nichts mehr. Und die Flive NFT-Server sind davon theoretisch auch betroffen. Wie gesagt, da gab es schon Statements, die genau das Gleiche gesagt haben. Ja, da kommt irgendwas, deswegen können wir momentan nicht weitermachen oder es ist halt unklar, wie sich das entwickelt, deswegen passiert da nichts und es wird einfach gar nicht mehr erwähnt. Also die Flive NFT-Server werden gar nicht mehr erwähnt. Ich weiß nicht, ob das bedeutet, dass sie aufgehört haben, daran zu arbeiten und sich nur noch auf Rapids Universe konzentrieren und dass mit den NFT-Flive-Servern einfach komplett gestorben ist. Keine Ahnung. Also die vergangenen Krypto-Projekte von Gala sind alle gescheitert, kann man dazu nur sagen. Vielleicht sollten sie damit einfach aufhören. Aber ja, ist ganz interessant und muss man mal gucken. Also wenn Rapids Universe irgendwann mal hier fertig released ist, beziehungsweise das mit der Cryptocurrency dort geklärt ist, ja, ob das quasi hier auf Live sich übertragen kann oder ob sie dann einfach sagen, hey, das ist jetzt schon alles so lange her, der NFT-Hype ist definitiv tot, Krypto zwar nicht, aber NFTs, für die interessiert sich ja gefühlt kein Mensch mehr. Ja, vielleicht lassen sie es dann einfach stecken oder so, ich habe keine Ahnung, aber ich finde es halt so crazy. Literally im Dezember 2022 habe ich schon mal ein paar Videos darüber gemacht, weil es da auch endlich mal News gab und so. Da haben sie auch im Geschäftsbericht groß erwähnt, ja, jetzt kommt das alles und hier koreanische Server und NFT und Cryptocurrency für Flive und so weiter. Und einfach 2 Jahre später, 2 Jahre, hocken wir einfach hier und es wird nicht mal mehr erwähnt. Also es ist nie passiert, es wurde nie released und jetzt reden wir nicht mal mehr drüber, weil es überhaupt nicht mehr existiert quasi. Also es scheint so, als würde es gar nicht mehr existieren, weil es gar nicht mehr aufgelistet wird hier im Geschäftsbericht. Also es ist wirklich absolut crazy, also es ist total verrückt und ja, ich weiß nicht, was man davon halten soll. Also wenn die hier irgendwas in den Geschäftsbericht schreiben, in Development, kann man das halt echt nicht allzu ernst nehmen, weil es kann halt einfach sein, dass es niemals passieren wird. Also es ist echt eine verrückte Situation auf jeden Fall. Genau. Und das war es aber tatsächlich noch nicht. Noch was mir interessanterweise aufgefallen ist. Sie haben eine neue Firma gekauft im Jahr 2024, Megazone Corporation, und haben denen auch das Gebäude quasi abgekauft. Also die Megazone Corporation war aber in irgendeinem Gebäude zur Miete und Gala fand das wahrscheinlich als Konzern zu teuer, da Miete zu zahlen. Und was macht Rich Boy Gala? Geht einfach hin und kauft das ganze Grundstück mitsamt dem Gebäude. Das gehört jetzt quasi Gala und leasen es selber an Megazone. Also sie haben Megazone gekauft und das Gebäude, in dem Megazone drin hockt und leasen jetzt selbst das Gebäude an Megazone quasi. Also ist mehr oder weniger das Gleiche jetzt. Letztendlich nur, dass Gala halt die Einnahmen bekommt sozusagen. Kostet aber natürlich ein bisschen was, so ein Grundstück zu kaufen. 9000 Quadratmeter und das Gebäude, nee, Schwachsinn. Das Area ist quasi 245 Quadratmeter und das Gebäude, ja, aber das ergibt keinen Sinn. Wait, what? Okay, ist ja scheißegal. Okay, die Quadratzahlen ergeben irgendwie keinen Sinn. Das Land ist 245 von 9000 und das Gebäude ist 888. Ach so, okay, weil es wahrscheinlich ein Wolkenkratzer ist. Na gut, dann gibt es schon Sinn, I guess. Aber was ist dann mit dem restlichen Grundstück, frage ich mich. Was ist dann mit den restlichen 9066? Warum listet man das so komisch? Ja, ist ja egal. Auf jeden Fall hat das Ganze gekostet. Das Land hat gekostet 609 Millionen Yen und das Gebäude 753 Millionen Yen. Das heißt, ja, wir bewegen uns im mehreren Milliardenbereich. 13 Milliarden 624 Millionen, nee, Spaß, Entschuldigung, 1,3 Milliarden Yen, also 1.362.499 Yen. Und das sind sage und schreibe 8,3 Millionen Euro. Und was ich hier ganz lustig fand, ist dieser Kommentar hier unten, Impact und Business Performance. Obwohl sie 8 Millionen Euro ausgeben, das ist mehr als sie im gesamten Jahr 2024 verdient haben, bis September 2024 zumindest. The impact of the acquisition of this fixed asset on the business performance for the fiscal year ending December 2024 is minimal. Also sie geben mehr aus, als sie von Januar bis September eingenommen haben und sagen, es ist minimal.
ist mir schon klar, sowas wird abgeschrieben und so. Sie zahlen ja jetzt nicht in einem Jahr. Also schon klar, ich weiß, wie das funktioniert. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass das minimal ist. Du gibst mehr Geld aus oder du planst oder du hast das Geld ja trotzdem ausgegeben, schreibst es dann natürlich steuerrechtlich, ist es dann was anderes. Aber du gibst extrem viel Geld aus und ich meine, die Auswirkungen sind, selbst wenn du es abschreibst auf, ich weiß gar nicht, was im Gebäude, ich glaube 50 Jahre oder so, zumindest in Deutschland, keine Ahnung, wie es in Japan ist, schon klar, aber es ist trotzdem nicht unerheblich. Also ich fand diesen Kommentar nur so lustig und die kaufen einfach mal ein Gebäude für über 8 Millionen Euro und sagen einfach, das ist nur eine Kleinigkeit quasi am Rande erwähnt. Fand ich ganz interessant. Und ja, das waren alle Updates zu Gala. Also sie haben ein neues Gebäude und ein Grundstück gekauft für eine ihrer Tochtergesellschaften. Sie müssen eine Strafe zahlen, weil sie es mit der Buchhaltung wohl nicht ganz so genau genommen haben in der Vergangenheit. Flive Universe, NFT-Sir sind komplett vom Tisch und werden gar nicht mehr erwähnt. Und Flive Universe macht immer noch die meiste Kohle und Flive macht gefühlt 70% des gesamten Unternehmens aus. Also eigentlich kann man sagen, Classic Gala, es hat sich nicht wirklich was getan und Flive Number One immer noch. Genau. Und ja, dann würde ich sagen, danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und wir sehen uns dann hoffentlich auch im nächsten Flive Universe Video oder Flive Video oder in irgendeinem anderen Video wieder. Schaut auch im Livestream vorbei. Twitch-Link in der Videobeschreibung für tägliche Flive Livestreams. Macht's gut und ciao, ciao.